Topkom en de Hisa en kan Gott loven und preisen. Wir preisen Gott, dass Gott ist. Und wir wollen ihn herzlich willkommen heute, wenn ihr einen Livestream seht, dass ihr möchten gesegnet sein. Und besonders auch wenn ihr tust, mit jener Familie top sein und so weiter. Wir haben einen Vers mit jemandem mitteilen, das heißt es dit. Mit den Herrn sie ich stark, wegen den Herrn sing ich. Der Herr hat mich gerat. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen. Er ist mein Vater, sein Gott. Ich will am hoch achten. So das was wir tun. Wir heben unseren Herrn hoch. Er hat uns geraten. Wir loben und preisen ihn, wegen er ist Gott zu seinem Volk. Und für die. Und wer wird von dir aus Mars, wenn ihr Tüß sind und so wieder, wenn ihr auf Facebook oder auf YouTube sein würden, würdet ihr nicht das sharen, wo immer jeder kann, dass Menschen können mehr von Gott seine Leben genug hören. Das ist nicht, wir brauchen nicht Angst haben, um das Evangelium mitzuteilen. So würden wir das nicht tun. Ich würde in Mut sprechen. Teilt das mit, shared das mit den anderen und wir werden unseren Herrn loben und preisen von dir und für immer. Jesus soll mein Opfer sein, droben bist nur du allein.
wat dit wordt worden. Dus, als voor hem een surprise. Waar wij in die band zijn, waar wij in die beleven, waar wij deze welpen is. Hij heeft dat meer controle. En een deel dingen heeft hij bij zijn magen controle. Maar hij is even dat al aan, hij loopt dat aan heeft hij. Waar de dingen nu zien wel nu passeren. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él merezca su gracia. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy
Ik weer verloren, hier in je boom. Die Welt houdt me vast te houden. Mijn hart weer zo steun, gedekt in de schoen. Was hij van mij kan. Ik kon niet ran van Sinnen geen woord. Ik kon niet ran van Sinnen. Oh, Jesus, hij loves me, hij loves me, hij is voor mij. Jesus, volkomen not zijn, hij loves me, hij is voor mij. Jesus, zijn wir, jij bent mijn God, von mijn Gods Herren, dan wat we beleven, wat we daar komen. Ik vrees die vandaag een bijzondere weg was. Een persoon dat om wat lijkt. Wat dat vielleicht nicht fallen oder nicht voeten kann, dat je een koud was. Zie, op een bijzondere weg nu. Wens du es nicht, wat die welche ist aus den Menschen, die du gemerkt hast. Herr, ich vrees du wirst Hut nehmen. Die Menschen ihre Worte bringen. Herr, wenn viele Menschen vielleicht in Sorgen sind oder Zukunft schwierig sind, oder würden eine Zeit sein, wo wir uns würden tragen von dir. Die mehr kann lernen. Dat die vrede onze harten wordt bloos halen en dat die vrede wordt eeuwig aan. Dat is een ding wat ons geen wegnemen kan. Wat ons geen verbieden kan. Maar doe eens dat we het hopen. Geven die nu hulp van jou in die besser weet. Dankeschön für alle Versprechungen, die in Wort sind. Was die holen ist, geholen hast, und was holen.
lange Zeit suchte ich fürs Leben einen Sinn, damit so viele Fragen deine Liebe mich umgab. Jetzt sehe ich das Licht, nun hab ich keine Angst. Dein Reich kam in mein Leben und jetzt sing ich nur für dich. Jetzt sing ich von deiner Liebe und mein Herz erfreut sich nur in dir. Und du bist nun mein Ziel. Ich folge und gehorch deiner Stimme, mein Jesus und mein Herr. Von deiner Liebe singe ich. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, ahora vivo para ti. Cantaré tu amor, uniré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión, mis pasos seguirán por tu voz. Mi Jesús viviré, de gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión, mis pasos seguirán por tu voz. Mi Jesús viviré, de tu gran amor cantaré, cantaré. Halleluja. Let's go to ons. Amen. Halleluja. You can you tools out and Dankeschön worship team for serving. Von der Jahr mir wieder zu gehen in diesen Series, wo wir reden von der Kraft von Reich Glauben. Und wir wollen Reich Glauben, und wir wollen Kraft leben, damit wir Reich glauben. Und so, es ist wichtig, dass wir immer weiter durchstreben, dass wir können so leben, so als Gott das will, dass wir leben sollen. Und so, wir sind auch ängstlich davon und wir von der bis nach wieder gehen. Und wir sind ja von der Reden, wegen es sind viele Dinge, wo ich so viel, wo einmal mit kämpfen tun. Und dazu werden wir vielleicht nicht wiederkommen. Wir sind auch Reden ein bisschen von, wir kommen einmal nicht wieder, wir kommen einmal nicht von Addictions los und so wieder, Struggles kommen wir nicht los, wir glauben nicht reich. Und wenn wir reich glauben, dann können wir von den Dingen loskommen. Und so, ich weiß nicht,
Orlando, bestimmt kan helpen met de zijn ze we kan mijn ervaringen dus en non-dagen, zal je. Anyway, mijn boodschap van deel wil ik naar leren te zijn wat God zegt. Dat we willen leren en dat we dat willen zijn van God wat Hij zijn dat. En dat we dat willen zijn wat Hij ons bezit. En dat, omdat we niet een echte opvoeding hebben van wie Hij is. En dat we hem kunnen opvoeden dat Hij zo goed is te ons, wat we im leven doorgegaan zijn. En vandaar, mijn eerste ding waar ik wel van reden is, speel de rechte movies. Speel de rechte movies en die gedanken. Het is zo wichtig dat we de rechte gedanken führen. Zo te zijn, onze gedanken, wat we hebben, dat zijn die wat, wo we onze zijn. We hebben alle, wenn we gedanken hebben, dan dürfen we Bilder zijn, zo te zijn, gewöhnlich. Ik weet stil. Dan dürfen we Bilder zijn. We leren te zijn, so, dat we leren de rechte movies te spelen in onze gedanken. Het is wichtig dat we dat leren. En wanneer ik vandaag aan, we kijken unseren ganzen täglichen Tag, wo wir arbeiten, wo wir entweder an unsere Arbeit sind, um Geld zu verdienen oder denken an Gott, was spielen wir in unseren Gedanken? Und so es ist wichtig, dass wir rechte Gedanken haben, dass wir geholte Menschen sein und dass wir starke Menschen können sein, dass wir reich glauben und so weiter. In unserem Leben spielen wir rechte Gedanken, wir glauben auch nicht. Einmal dann, zum Beispiel, wir sind vielleicht auch lang krank gewesen, so wir denken so, was ich immer so bleiben, nicht? Das ist ein anrechtes Denken, das ist ein anrechtes Movie-Spielen von ich will immer bloß krank bleiben. Oder vielleicht ich muss immer bloß in der Armheit bleiben. Oder ich will immer in einer Angst leben. Oder der andere denkt, ich muss immer allein sein. Oder ich fühle mich immer allein. Das sind anrechte Gedanken, die wir an unseren Denken drehen. Wegen dort ist nicht, wo Gott dort geplant hat für unser Leben. In unsere Gedanken man immer durchkommen, wo Gott sein wird an seinem Wort. Das ist Epheser nach seinem, wir müssen einen festen Grund haben, von wer Jesus ist, wo Gott es uns lehren wird, damit wir können reich glauben. Und so, immer weiter, muss wir tun sein, dass wir das Schlechte, was wir denken, das müssen wir vertuschen, für das, was Gott ist. Und lernen zu sein, was Gott sagt. Und das ist ein kraftvoller Schlüssel, immer weiter zu lernen. Und wenn wir das sein können, dass wenn wir reich glauben, dann können wir stark sein. Markus Kapitel 1, in dem Vers 3 sagt es, ein anderes Mal, so Jesus als einmal an die Juden soll gewesen sein, als Jesus an die Juden soll nennen, wie du ein Mann mit einer verdrehten Hand. Willst eine Ursache sagen, Jesus zu beschuldigen, posten sie ab, aus Heu und Sabbat heulen wird. So hier wird ein abgepasst. Was ist das für ein anderes Leben? Dann ich auch für einen Menschen, wo wir nicht einmal an Menschen passen bis ab, aus irgendwie wollen den rechten Move merken, aus wie wollen der rechte, die sehen gleich, die sagen nur aus der Reich ist oder aus der Arreich ist, bis man sein, was von Move wollen irgendwie merken, und dann wollen sie uns kennen beschuldigen. Nicht? Das wird Jesus, was sie auch immer da, sie proben immer wahrer nur zu sein. Was von Move wird er nie merken? Sag, Jesus sagte dem Mann mit der verdrehten Hand, steh ab und komm her. Dann frug er an, was darf wir den Gesetz nur an Sabbat tun? Gutes oder schlechtes? Dort Leben raten oder anbringen? Und bei keiner sieht was. Für einmal wir was fragen, dann will keiner was sagen, nicht? Dann will Busch still sein. Eins haben wir viel Pläne, aber kommt das erst mit uns verantworten. Dann sind wir still, nicht? So, dann kehrt das an, nicht? Dann toll kalmar, nur ich ein Fan, nicht? Dann denken wir uns, ja, den war nicht arm, nicht? Und dann glauben wir nicht, sind wir Fan, nicht? Aber, keiner will was sein. Sagt, Jesus kickt dann an. Und euer Sicht darüber. Jesus wird nicht einmal mutig darüber, wie die Menschen leben. Das ist von dir auch nicht einmal mutig, aber er läuft danach die Menschen. Das danach.
dat zij zo hard en stiekkappig weer. Hij zei te dem man, strak die hand uit. En hij strekte uit. Hij zei, hij strekte uit en die werd gezond zo als de andere. Hier zo bewijst Jezus een bijzondere lief te deze man met de verdriede hand. Hij bewijst lief, wo de Umstände vielleicht so würden loten, Wunder würden da nicht passieren, nicht? Aber hier so, dass Jesus sich bewiesen, dass er wird gekommen, zum Leben geben, anstatt Leben wahrzunehmen. Wegen, er sagt, was ist besser, um Sünde zu tun und den Sabbat zu tun, was ist besser? Leben raten oder Leben zu geben? Und so, er lehrt, dass es immer war, besser Leben zu geben, anstatt das Leben zu verstehen. So, das ist wichtig für uns im Leben zu gucken, will du eigentlich Leben geben oder du Leben nehmen? Und so, es ist sehr wichtig, wie kicken wir da an? Wie wir unser Leben leben? Lernen zu sein, was Gott sagt. Ich glaube, wenn wir würden lernen zu sein, was Gott sagt, dann würden wir nicht so leicht rechten, würden wir nicht so leicht wollen, den Nächsten beschuldigen, würden wir nicht so leicht pliedern wollen und so weiter. Wegen, wir würden wollen, dass die rechte Kraft rückgeht in unser Leben. Das ist, was wir würden wollen. Lernen zu sein, was Gott ist, muss wir immer verbunden sein mit was reich ist und was Gott sein wird, um dort zu vertischen. Das ist viel sinnig sein, wir müssen, wenn wir können reich denken, dann können wir uns Leben ändern. Wenn wir können uns dann ändern, dann können wir uns Leben ändern. Weil wenn wir nicht uns Denken verändern können, wird uns Leben immer und immer das selbst geblieben. Wir wollen glauben, nie wollen wir das merken, unsere Struggles, dann fallen wir weiter auf. Ne? Viele glauben, nie wollen wir das merken, nie wollen wir unsere Addictions loskommen, sagen wir ein kleines bisschen was, dann fallen sie an, wo wir ihr Denken ist noch nicht verändert. Wir müssen alle Tag unser Denken verändern. Omdat wir können immer weiter reich lernen zu glauben. Und wir müssen gucken, nur dass wir so leben, so als Gott das wohlgefallen lässt. Wir haben unsere Areas von Leben, du viel wie an, wir kämpfen mit Verschiedenes, wir haben manchmal Trouble und so weiter. Aber wir müssen immer gucken, dass Gott ist gnädig zu mir und zu dir. Und er ist gnädig in unser Problem und so weiter. 2. Korinther 12, 19 Vers 9 sagt es dit. Aber seine Antwort wir, meine Gnade ist genug für dich, willst meine Kraft als ein schwacher Menschen stark. Deswegen red ich liebsten von meiner Schwachheit, der Christus seine Kraft an mir zu sein ist. Sie, hier redet er auch, Paulus redet hier von seiner Schwachheit. Er sagt, ich rede von meiner Schwachheit, um dass Gott zu sein ist, wie mächtig er an mir ist. Wir sind schwach, aber wenn wir Leuten arbeiten, die rechte Denken haben, von wer Gott ist und wer wir sind an Gott, dann haben wir Kraft und dann kann die Kraft, die kann ein großes Zeugnis sein in unser Leben. Wenn so als Paulus geändert hat am Leben, dort wird nicht bloß wegen Geduld so verwahrt, aber dort wird sein Leben verändert. Er hat eine Erfahrung mit Gott und diese Erfahrung, die hält er lebendig. Und wenn er die lebendig hält, sieht er, ich lade dort, dass Gott seine Kraft ist an diesen schwachen Mensch mächtig. Der ist du bist mächtig. Und wenn wir daran denken, Gott hat für all uns große Pläne, das Jeremia 29, 12 sagt, ich habe das Gott übergedacht, sagt der Herr. Er sagt zu dem Volk Israel, und was ich für ihn geplant habe, als Friede, Erfolg und nicht Schulden. Und ich will ihnen eine gute Zukunft und Hoffnung geben. Sie, das ist, was Gott für uns immer weiter denken wird. So, was denke ich? Denke ich, dass das ist Wahrheit für mein Leben? Denke ich, dass Gott denkt für mich, dass ich soll im Frieden leben, ich soll in Erfolg leben, und ich soll nicht Schulden haben, dass ich soll eine Zukunft haben und ich als Hoffnung in mein Leben? Das ist, was Gott sagen wird zu seinem Volk. Und wenn ich die seine Kinder sage, das habe ich zu mir und zu dir gesagt. Das ist Wahrheit für uns, von dir. Er sagt, ich habe was für dich. Ich habe Leben für dich. Ich habe gute Pläne für dich. Und wir haben unser Leben voll wie nicht so stark.
Sie, aber wir tun nicht wie dort, was wir glauben, das, was wir feiern, wir tun wie dort, was Wahrheit ist, was das Wort Gottes an sein. Wegen der Wahrheit, der macht uns Leben frei. Der macht uns immer weiter frei. Römer 12, Vers 2 sagt, und stellt geht nicht so an aus der Welt dort. Die sollen durch jene neue Gesinnung verändert werden. Dort die weiten können, was Gottes sein Willen, was Gott sein Willen, was gut und angenehm und vollkommen ist. Sie, er sagt hier, er soll uns all immer weiter ans Denken, unsere Gesinnung, der muss verändert sein. Und dann denken, verändert. Einmal sagen wir verändert, aber eigentlich, was ich noch da gleich, wenn das würde sein, nie gemerkt. Sie, wir können erst was verändern, aber eigentlich, wenn wir sagen, okay, einmal dann wird nochmal angeändert, aber dann wird nie gemerkt, nicht so? Ich dachte an ein Bild, zum Beispiel sagen, wir haben ein Haus, wir wohnen alle in Häusern, und wer glaubt das nicht, wenn die Kost dort verändern, wenn die Kost dort nie mehr, wenn die Kost mal was nie mehr, dort bringt, dort, wow, dort ja Leben nicht so, was nie mehr. Sie, wie man uns Gedanken nie mehr, dort wir leben kann. Dort bringt nie Leben an uns. Ne? Eine Frage an uns, würde ich gleich zu stellen, als das. Wer ist uns Dekorierer? Wer dekoriert uns Haus? Uns Leben, uns Gedanken? Wer dort dekoriert? Von wem lut wir dort dekorieren? Lut wir dort dekorieren von den Umständen, von Troubles und so weiter? Oder lut wir dort uns anderen, uns dekorieren von den Promises, von den Versprechungen, was Gott für mich und für dich hat? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir kicken, was Gott für uns hat und nicht so sehr, wo wir leben. Jo, wir machen mit den Dealen, wir machen mit den Schafen, aber wir sollen kicken, dass Gott ist da, was uns Haus sozusagen dekoriert, dass wir Luten von Arm dekorieren, dass wir Luten die Versprechungen von Gott in unser Leben hineinkommen und dass die Wahrheit werden zu unser Leben. Dass wir immer weiter Luten uns von Arm nie mehr. Dass wir nicht Luten Angst in unser Leben hineinkommen und so weiter. Es ist sehr wichtig, dass wir dort nicht luten. 2. Korinther 2, Vers 11 sagt, das ist, dort so tun uns nicht in seine Macht kriegt. Willst wie weiten Gott, was so tun an sein Haft. Wie weiten all sehr Gott, was so tun am sein Haft. Wie weiten Johannes 10, Vers 10 sagt, dass er ist gekommen, zum Stehlen, zu nichten, in den Arm zu bringen. Dort wird er so tun gekommen ist. Dort weit wie. Aber dort ist nicht, was wir wollen. Wir wollen nur kicken, dass wir leben dort, wo Gott sein wird, was wir sollen leben. 2. Kolosser 2, Vers 15 sagt es der. Wir sind für Gott eine scheinerregende Botschaft von Jesus Christus, mang die, die gerettet werden, und mang die, die verloren gehen. Jesus sagt zu mir und zu dir, in kleinen wo du bist, als du bist, mang die Kinder Gottes, oder als du bist, wo die Weltmenschen sind, oder was immer. Er sagt, wo immer du bist an den Tag vom Leben, du bist danach immer, du bist eine gottreikende Botschaft für Arm. Wenn wir so leben, so aus heute, und dann sagen wir, da wird ein gutes Gerach bringen, wir bringen eine gute Botschaft, aus klein und aus wie sein, wir können manche Kinder Gottes sein, oder wie können du sein, wo immer wir dann sein. Aber wir sind danach für Arm, sagen wir, eine gottreikende Botschaft durch Jesus Christus. Halleluja. Ich glaube, das soll uns Mut bringen in unser Leben. Ich glaube, das soll uns wirklich Kraft geben und sagen, wow, Gott hat mich wirklich lieb. Gott hat mich so lieb. Ich kann es nicht mal begreifen, aber ich kann es sein, dass er mich lieb und ich will bis das Rechte in im Leben. Sie, wir haben dann was genug gepredigt, aber genug was uns mal recht verstehen. Und dann wird genug Arich verstanden, sie können so leben, so aus der Welt. Gott wird einmal alles vergeben. Und Jesus hat alle Sinnen betont umtritt. So weit wie. Aber wenn wir die Genug haben erfahren, das bringt uns zum Reich Leben. Genug erfahren bringt uns zum Reich Leben. Dann werden wir reich sein. Wenn wir mit jemandem haben einen Konflikt gehabt, nicht so, wir sind irgendwo uns uneinig geworden, aber du hast eine Vergebung und du hast eine Versöhnung, was will wir? Dann werden wir uns gut sein, einer den anderen, nicht so? Das ist, was wir wollen.
Wegen dort ist einfach dort, wo Gott will haben, was wir sollen dann. Das ist wichtig, dass wir Gott seine Leben an uns Hort wirklich fest gegründet ist. Jesus auf einer Stelle redet von, was sein zu der Endheit von der Welt. Lukas 21, Vers 9, sagt es dort. Und wenn je von Krieg oder Abbruch hier, fürchtet nicht. Das muss allererst passieren. Aber das Eng kommt noch nicht vor, sagt er. Er sagt, das wird noch nicht vor, da noch nicht das Eng sein. Dann Vers 28 sagt er dann, dass das, wenn das alles anfängt zu passieren, dann hilft ihn Kap ab und kick. Will Sieg in der Radung nur das. Hier sagt er, wenn all die Probleme kommen in der Welt, wir sehen all das in Krieg und all den Abbruch und all das, sagt er, aber ich will da noch nicht kurz kommen. Aber dann wollt ihr, dass es dich bi. Und ich will ihn kommen, ich will ihn in diese Welt raten, sagt er. Und Halleluja, nicht? Wenn wir jetzt nicht mal, einmal wie wollen hier bis einmal bleiben, nicht? Aber nächstes Mal, dann, wenn es erst nicht so schön geht, dann würden wir doch sagen, komm von dir und rat uns in diese Welt. Das ist, was wir denken dann. Wo er sagt, dann wollen wir noch mal ein kleines bisschen warten. Dann wird er kommen, dann wird er uns hier raten. Ein größtes Versprechen, was wir haben. Und dort ist eine wundervolle Leib, dort zu weiten, dort er uns Wort in diese Welt raten. 1. Johannes 2, Vers 18. Wir brauchen uns nicht fürchten vor einen, der uns wirklich gut ist. Wir brauchen uns nicht vor Gott fürchten, wenn er ist uns wirklich gut. So als er uns rein gut ist, merkt alle Angst an uns unehrlich. Der merkt das zu verschwingen, können wir sein. Wer sich noch fürchten wird, an den ist der Leib noch nicht tüchtig geworden, sagt er. Willst fürchten, dass einer sich verstruft. Wenn der Leib an uns wirklich gegründet ist, dann ist nicht mehr eine Angst an uns. Das sagt, Gott seine Leib, das sagt, perfect love cast out all fear, sagt er nicht so. Gott seine perfekte Leib, der hat all die Angst in uns richtdriven. Wir wollen, dass die Radung ist dich bei, und er wird uns hier so raten. Und er ist gut, und er ist bei uns, und er kämpft für uns. Dann Vers 19 sagt es das. Lut uns untereinander gut sein. Will uns auch vorher seine Leib geschenken hat. Er hat uns auch vorher so sehr gelebt, so weil wir nicht uns untereinander leben. Ich glaube, wenn Gottes Leib in uns hineingewartet ist, dann werden wir uns untereinander leben. Dann werden wir nicht unsere Nächsten weiter. Vielleicht dürfen wir noch mal. Aber das haben wir gewöhnlich, wenn wir reich leben, dann dürfen wir das nicht mitwählen, unsere Nächsten weiter. Dann dürfen wir das nicht mitwählen. Wegen wir weiten, wir wollen gut sein zu den Nächsten. Der Leib ist an uns gegründet. Eine Geschichte von einem Mann, ich las von Amsterdam Tränen, sie nun wie Derek. Und eines Tages dann liest er den Pass, kann sagen, er horcht in Neuigkeiten. Und er liest von einem Mann, der in seiner Stadt gestorben ist an Herzschlag. Und der ist in seinen aller, was er ist, wird einmal von aller wie jeder war. Er wird einer so, er schafft ut und er ging immer alle Tage zur Arbeit. Er fängt immer da an Angst zu kriegen. Wenn er durchschaffen hat, er ist allein. Keiner wird es abwarten, wenn er auf einem solchen Herzschlag hat, wird er durch ankommen. Seine Gedanken drehen, am drehen und am Raum. Das wir tun, wenn er fängt an, ein errechtes Movie in seinen Gedanken zu spielen. Sie Luther, er war so schlecht, dass er muss in der Emergency gebracht werden, er gleich hat einen Heart Attack. Und er hat einen Panic Attack. Deswegen er hat vergessen, von wer Gott wird. Und hat angefangen zu spielen, die Gedanken von dem, was er gehört hat von den Nächsten. Das würde mit einem Krack so passieren. Der Doktor sagt, hey, du bist gut auf, bis du hast ein Trouble hast du. Du bist gut auf, dein Hort ist gut, aber du hast einen anderen Trouble, du hast die Leute Angst angriffen. So, wenn wir uns nicht Leute Angst angriffen,
Und über dem hat kein Merit davon, hat Schrift, dass hat kein Merit in seiner Angst, als anfängt, die Wahrheit von Gott zu erkennen. Und die Schrift war ein Freiwort von der Angst, wegen reich Glauben, hat am Merit gebracht. Und hat am ein Leben gebracht, in seinem Leben. Reich Glauben, wird Angst in uns Ritt. Und dann können wir froh sein. Weil wir abpassen, was in unsere Gedanken sind. Das andere, wo wir gerne von reden, ist, sei die selbst, als Gott die sieht. Es ist sehr schwer, vielmal zu glauben, dass wir uns selbst so sein wollen, so als Gott uns sieht. Nicht? Das ist uns schwer anzunehmen, vielmal. Weil ich will uns was Versen lesen, die sollen uns bestätigen, die sollen uns halten, dass wir glauben, dass Gott sieht uns gut an und dass wir uns dann annehmen dafür. In Hebräer 8, Vers 12 sagt, ich will mich eben an erbarmen, und wo die Sünden vergeben und nicht mehr daran denken. Sieh, hier sagt Gott zu uns, ich erbarme mich über die Sünden und ich werde davon vergeben, sagt er. Er wollte nicht mehr an denken. Sie, wir haben viel und haben Sinn getan. Und so tun er kämpft nicht. Er kämpft uns zu verdorben. Er will uns immer weiter die Gedanken schmieden. Hey, weißt du noch, was du dort tust? Weißt du noch, was du da Sinnen tust? Weißt du noch, was du da Sinnen tust? Und was du das tust und was du Jan tust? Und er schmiert uns fair. Aber how, wenn wir die Wahrheit horchen und sagen, und kicken, wo Gott sagt, ich erbarme mich über die. Ich will den Sinn nicht mehr gegen die. Und ich habe gute Gedanken von die. Ich wollte das alle wahrscheinlich, Gott seine Gedanken, die sind wahr. Die sind Gedanken von uns sind wahrgenommen. Wegen er sieht uns anders an. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Einmal dann sei wir dort nicht reich, aber einmal, wenn wir lesen viel, wenn wir an Jesus Christus sind, dann sagen wir sozusagen, wir sind arm, nicht so? Nicht zum Beispiel, ich will sagen, das ist ein Eigendie. Bis zum Beispiel, das ist ein Eigendie wie, und das ist Jesus. Das ist Jesus. Hier lehrt uns die Wahrheit an. Hier lehrt uns, wo wir kein Reich glauben. Und wenn wir Reich glauben, dann sind wir an Christus. Und wenn der Führer nach uns kijkt, dann sagt er Jesus. Dann sagt er Jesus. Mehr ist euch zu begreifen, nicht? Mehr ist euch zu begreifen, dass er wird Jesus sein. Seine Gerechtigkeit wird er sein. Und es steht unsere Fehler. Wir haben Jesus angenommen als unseren Radar. Und so er sieht uns an. Und er sieht nicht unsere Fehler an. Wir haben einen Glauben angenommen. Wir haben einen Glauben angenommen. Und so dafür ist es wichtig, dass wir reich glauben, dass wir sind anarm. Es ist wichtig, dass wir immer weiter glauben, dass er für uns gestorben ist. Und wir nicht brauchen, Dinge ab uns nehmen. Johannes Feuer, vielleicht soll ich Römer 6, Vers 23 nachlesen. Den Lohn, den der Sinn tut, ist der Tod. Gott überschenkt das ewige Leben an Christus, Jesus, unseren Herrn. In der anderen Vers heißt es das, das Gesetz bracht Tod. Mose brachte das Gesetz und das weiß uns den Tod. Aber Jesus, er kam und er brachte uns Gnade und das gibt uns Leben. So werden wir einmal weiter durch glauben. Johannes 3, Vers 14 sagt, und so als Moses in der Wildnis eine Schlange hoch abhing, so macht der Menschen sehen, auch hoch ewig Leben. Was für ein Versprechen. Er sagt, der muss einmal hoch abgehoben werden, dass die Schlange abgehoben wird in der Wüste. Wie weit was passiert in der Wüste? Nicht? Mose hängt die Schlangen da ab und die Menschen, die kamen an, wegen sie wären viele Schlangen, aber wenn sie die Hand kickten, dort Schlangen kickten, dann wurden sie gesund. Sie von der, wenn wir in Jesus kicken, was er für uns getan hat, was er für uns betont hat am Kreuz, dann ab eins, dann können wir frei werden, dann können wir loswerden, dann können wir eins sein, wo er uns sein wird, nicht so? Können wir sein, er sieht uns voll Liebe und Gnade und er ist gnädig und barmherzig zu uns. Philippa 1, Vers 11 sagt, es wir sollen am Abheben, sagt, ihr Leben wird voll sein
met rechtet en goudet doen, dat Jezus Christus kwam. En doordat wordt God geëerd en geloofd. We loven Jezus, wo wegen hij heeft ons leven gebracht. We loven hem, wegen hij brengt ons hier. Dat wegen, we zijn immer wahrer, we zijn gecoverd en hem. Epheser 1, Vers 6. Nu nehmen wir nicht anders, als sie nicht grote genoeg loven. Ik heb niet anders als sie niet grote genoeg loven. Dat hij ons heeft toekomen laten, dat zijn leven zijn Jezus Christus. Immer wahrer. Dat als we in Jezus kan we zo leven. Du kan we vrij zijn, du kan we ongenomen zijn bij onze Gott. Römer 4, Vers 17 sagt es, durch Adam, seine eine Sinn, herrscht der Tod über allen. Aber die sich Gott seine große Gnade und Gerechtigkeit schenken lassen, sollen im Leben durch Jesus Christus herrschen. Halleluja. Durch seine Gerechtigkeit. Und wir die annehmen, dann können wir herrschen über all dort, was uns durchrichten will im Leben. Dann können wir eine Änderung haben. Dann können wir anders aufhören zu denken. Wir fangen an anders zu denken. Und wir leben anders. Und wir bringen Frucht in unser Leben. Das ist ein rechtes Glauben von ihm. Das andere Ding ist, du bist gesegnet. Ich glaube, wir müssen uns das immer weiter annehmen. Das ich und du, wir sind gesegnet. Wegen das ist, was er will von uns. Dass wir das sein dürfen. Dass er segnet uns. Wir sind gesegnet von ihm. Psalm 121, Vers 5 sagt es, der Herr wirkt über dich. Der Herr wirkt über dich und hält die, und hält sich am Schatten. Er hält uns am Sinn Schatten. Und so geht er wieder. Und er geht wieder und er sagt, der Sonne, der wird uns nicht kann antasten und nicht den Mond und so wieder. Und er geht in 7. Vers und so geht er wieder und sagt, und der Herr wird alle Böse von uns wegholen. Und er wird unsere Seelen über die wird er wirken. Und der Herr wird über uns wirken und er wird uns gut sein. Das alles das geht er allein. Er sagt, wo ich will mit dir sein. Er sagt von dir zu mir und zu dir, ich will mit dir sein, ich will dich beschützen, ich will dich halten. Wenn du bist, was an mich glauben, wenn du bist, was mal so denken, dass dort das Wort hat, was ich zu dir sein darf. Wenn wir dort wollen annehmen, dann wird dein Leben verändern, dann wirst du Kraft haben im Leben, dann wirst du die Dinge können überkommen. Ich glaube, das ist ein Wert, was uns Leben bringt. Und ich wollte uns sagen, vielleicht fällt sich das dort nicht immer so. Aber das Wort hat. Wir können viele Versen verlesen, von wo Jesus oder wo der Vater sagt, ich will mit ihm sein, ich will ihn halten, ich will ihn beschützen am Weg. Sieht Sonne sagt, ich will ihn geben, was ihn fehlen hat im Leben. Ich will mit ihm sein, wenn ihn angehen und richten, ich will bei ihm sein, ich will ihn halten, ich will ihn gut sein. Er sagt, wenn du mir glauben, dann wirst du ihn überkommen sein, dann wirst du keine Dinge überkommen. Ich will dir einen Schlüssel geben, sagt er, dass du was glauben kannst. Und einmal in der schweren Zeit fällt sich uns nicht so, dass Jesus jaft, aber er jaft uns. Luther, dann, wenn wir dort ewig sind, dann können wir 3 Kirchen, und wie kann sein? Hier, und dort, du helft Gott uns durch. Und für ein anderes Leben, dann können wir dort nicht sein. Aber wenn wir erst vorbei sind, dann können wir dort sein, wenn wir 3 Kirchen tun. Und wir können Mut kriegen zum Pferdeweg gehen. Das ist wichtig, dass wir Kirchen tun, wo wir sind an seine Ehe. Das ist wichtig, daran zu denken, dass wir sind überkommen in Jesus Christus. Wir wollen uns von der Mutter sprechen, weil wir der rechte Movie spielen in unseren Gedanken. Einmal fehlt es wie ein Challenge da. Ich einmal habe ein old TV und dann müssen wir es wieder drehen. Von der direkt wir vielleicht einmal was auf dem Remote und dann sagen wir 6 Uhr und so wieder. Weil die krasse Start machen wir in unseren Gedanken. Wir machen dort einmal aufschließen, was so tun alles will uns andauern und wir machen kicken, machen
man anschauen, das da mal sagen, man anschauen und man mal sein, was Gott alles für uns hat. Und ich wollte sagen, man, wir wollen einmal als wir ganz kram geworden, wir können das nicht mehr sein, als müsste ihr für uns nicht. Aber ein Pfarrer sagt, er kriegt meine Augen ab nach der Boy, von du, wenn meine Haupt kommt. Sie, wenn wir abkicken an unserem Vater, nach Jesus kicken, an unseren König, dann du als unser Haupt. Und du als Freiheit, du als Lösung für all unsere Probleme, du als Friede, du als Hoffnung für uns. Vielleicht anders, als wir mal gedacht haben im Leben, aber du als Hoffnung in unser Leben. Du hast Hoffnung, du hast Frieden, das Leben für uns. Dann, wo wir einem sein können, was Gott uns wiesen will. Kick, nur was Gott dir wiesen will. Wenigstens du bist gesegnet. Lehrte sein, was Gott dir wiest. Dass dir das sein lässt, was Gott dir wiesen will. Himmlischer Vater, ich bete von dir. Ich bete für alle Personen, die von dir hier sind, oder am Livestream, oder der Lutherkirche. Ich bete, dass du wirst die Augen aufmerken, dass wir wollen der Wahrheit sein, von wer du bist. Dass du hast eine Hoffnung für uns, und dass du für uns bist, und dass du streben das für uns, und dass du uns Leben gibst, ein ewiges Leben. Und dass du uns keinmal verloren lässt und keinmal versiegen lässt. Himmlischer Vater, ich danke dir für deinen Sohn Jesus. Und Jesus, ich danke dir, dass du bei uns wirst, zu kommen und uns auf diese Erde Wahrheit wiesen. Jesus, du siehst, wenn wir das sein, was du das, dann sei wie dem Vater. So, Vater, ich danke dir dafür. Wenn wir lesen, immer wahr, wie sein wir Gott du bist. Wie sein wir Gott du bist. Der alles verlebt hat. Der Vater, der steht und kijkt en rand den Seen entgegen. Als hij zittert de Seen als den Rand entgegen. So dass die Vater die Rand uns von dir entgegen. Und die wiest uns für Gott die was. Die was gleich noch all das Trank und all das Ekel hier. Wo die was uns lang kriegen, immer wahr. Die erst uns ein Ring. Dass wir sind gesiegelt an die. Und Dankeschön dafür. Und dass die immer wahr mit uns tut, was das sagen. Was Gemeinschaft haben. Herr, wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Und ich bete von dir, dass du deinen Heiligen Geist ausgeben. Dass wir den wollen empfangen. Du sagst, dass wir sollen unseren Sinn ernähren mit der Kraft von deinen Heiligen Geist. So Jesus, von dir, dass wir das ernähren. Indem wir kicken nach dein Wort. Und seinen, was du für Wahrheit hast für uns. Und wir nehmen diese Wahrheiten und die Versprechungen an. Und du bist Gott zu uns. Und ich danke dir dafür. Und ich gebe dir eine Anerkennung für dein Wort und für deinen Jesus. Von dir und im Namen Jesus. Amen. Our God reigns.
uns Gott regiert. Er ist in Kontrolle und wir am Luten Kontrolle haben über unser Leben. Hat eine gute Weg. Der Herr ist gut zu uns. Seid gesegnet in den Namen Jesus.